Hey, meine Freunde der gepflegten Bastelei. Heute sind wir wirklich mal in der Last Minute Man's Kitchen, weil wir kochen heute was Spezielles. Kommt näher. Das hier sind meine Werkzeuge, die ich immer benutze, wenn ich was mit Ei-Dye-Poly einfärbe. Fürs Transparat oder andere Plattenmaterialien ist natürlich so eine Grillzange ganz gut. Die kann man auch schön abschrubben mit einer Scheuermilch. Brauchen wir natürlich heute nicht. Wir brauchen heute ein Sieb. Und die Keil benutze ich gleich nur, um es von einem Topf in den nächsten umzufüllen. Ich habe hier so einen alten Edelstahltopf. Da koche ich das Ei-Dye-Poly immer drin auf. Und wenn es dann schön durchgekocht ist, am besten mal so eine halbe Minute sprudeln lassen, fülle ich das hier in die Aluwanne um und dann können wir die auch erhitzen, bis da drin schön warm bleibt. Und dann können wir auch größere Stücke zum Beispiel vom Transparat einfärben. Schön vorsichtig das Ganze. Ja, ein bisschen mit der Pelle. Beim Transparat würde ich jetzt darauf achten, mit dem Thermometer, dass es nicht so heiß wird, weil das Transparat sich dann gerne mal ein bisschen zusammenkrümmt. Aber bei dem Crystal ist es ja relativ egal, weil die Temperatur ja eh über 100 Grad ist und dann pappt es eh nicht zusammen. Dann machen wir erstmal ein bisschen was von dem Crystal Art hier rein. Schalten wir das einfach ein bisschen im heißen Ei-Dye-Poly fest. Wir haben jetzt genau eine Minute. Ein bisschen abtropfen. Schreckt die kurz im kalten Wasser. Da haben wir eine schöne blaue Farbe. Da es mir eigentlich schon zu dunkel ist, mache ich jetzt mal nur eine halbe Minute. Jetzt hat es eine schöne hellblaue Farbe. Aber jetzt mache ich das Ganze auch nochmal mit 2 Minuten. Ihr könnt natürlich auch einen Löffel oder ein Sieb zur Hilfe nehmen oder einen Spachtel in dem Fall, um die ganzen Kügelchen, das Granulat unterzutauchen. Also es ist jetzt so minimal dunkler geworden als der erste Versuch mit nur einer Minute. Das heißt, wir haben hier die maximale Färbung vom Ei-Dye-Poly erreicht. Also bei 2 Minuten haben wir hier die maximale Färbung von dem Hellblau. Und so könnt ihr euch eine größere Menge mit derselben Farbgebung herstellen. Ich würde auch erst alles einfärben und dann zusammenkneten, damit sich das noch ein bisschen vermengt und besser verteilt, falls es doch mal ein bisschen dunkler oder heller wird. Wenn ihr jetzt etwas einfärben wollt, was ihr schon vorher modelliert habt, dann könnt ihr das natürlich auch einfach direkt machen. Ich habe hier so ein bisschen Glitzer mit reingearbeitet. Ich möchte jetzt sehen, wie sich das hinterher verhält, wenn ich den jetzt noch ein bisschen einfärbe. Jetzt habe ich so etwas bläulichen Schimmer im Transparenten und das Rote kommt aber immer noch gut durch. Hier habe ich noch einen, wo ich ein paar Farben drauf ausprobiert habe. Könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Übergang machen wollt, könnt ihr so mal ein bisschen reindippen. Und dann nimmt ihr langsam die Färbung an. Also der hier ist mir ein bisschen verunglückt. Da habe ich es mal mit dem Backofen versucht. Da habe ich aber sehr viele Luftbläschen drin gehabt. Von der Rückseite ist er schön klar, aber halt da, wo die Form war, haben wir sehr viele Luftbläschen drin. Ich habe ihn jetzt extra drin gehalten, damit man halt eine schöne harte Kante sieht, damit man sieht, wie es die Farbe angenommen hat. Zwischendurch auch mal durchrühren, weil sich die Farbe manchmal absetzt. Und jetzt lasse ich ihn noch mal komplett drin.
Hier sieht man nochmal, ein kleiner Farbunterschied ist noch zu sehen. Hier ist es etwas dunkler, hier etwas heller. Wenn man es zwischendurch abschreckt, kann man die Farbe auch nochmal ein bisschen tiefer kriegen. Hat natürlich auch einen interessanten Effekt. Sieht ein bisschen aus, als wenn der Stein schon eine längere Zeit in der Brandung, also im Wasser gelegen hätte und ausgespült ist oder von der Säure angegriffen. Ist auch mal die Frage, was man für einen Stein erzeugen möchte. Aber im Normalfall wollen wir natürlich schöne glatte Steine haben. So, das war die Variante mit iDye-Poly. Wir können die Sachen aber auch wie beim Deco-Art zum Beispiel mit Acrylfarben und anderen Farben einfärben, wie ich das schon im Hauptvideo gesagt habe. Aber vorher möchte ich euch auch noch mal hier die Kristalle zeigen. Die sind vermengt mit den Warblers Black Art. Hier habe ich eine Verschalung gebaut für einen Schalter und Batterien. Wie man sieht, ist der für diese Kristalle hier. Die Kristalle hier hat die liebe Hugi gemacht. Da könnt ihr mal hier ins Video reinschauen. Oder in der Playlist ist auch noch mit drin. Ich verteile jetzt einfach ein bisschen was von den Black Art Resten auf dem Crystal Art. Man kann beides zusammen nochmal warten. Dann kann ich das im Prinzip mit dem Black Art und dem Crystal Art drin ein bisschen zerreißen, dass dann dehnbarer ist. Kann ich mir diese Schlieren erzeugen, die im Kristall dann drin sind. Das Ganze machen wir mal schön wirre und jetzt machen wir nochmal alles zusammen warm. Wenn man das ein bisschen zieht, kriegt man dann hier diese Schlieren mit rein. In dem Fall habe ich ein bisschen zu viel benutzt. Ich verknete das jetzt einfach mal komplett und drücke das mal in der Edelsteinform rein. Ich werde jetzt noch ein paar andere Varianten einfärben. Mit Acrylfarben, einmal irisierende Farben, die Dyna-Farben von Pebeo und phosphoreszierende Farben von Pebeo, die nachts leuchten. Glasmalfarbe und das Goldwachs werde ich auch mal benutzen. Ich werde jetzt nicht von jeder Farbe das Einkneten zeigen, weil es einmal derselbe Vorgang ist. Deswegen zeige ich es jetzt einmal beim Goldwachs und bei den Acrylfarben, ansonsten ist es immer das gleiche. In dem Fall waren meine Handschuhe nicht ganz sauber, also macht ja nichts, kommt ja eh nochmal Farbe dazu. Mit Goldwachs braucht man natürlich nicht viel. Damit kann man natürlich auch schön Maserhorn reinziehen. Umso mehr man es zieht, umso seidiger wird der Glanz. Aber trotzdem ist es noch ein bisschen transparent. Jetzt würde man natürlich noch mehr Gold reinmachen, um es dann ganz deckend zu bekommen. Ich habe die jetzt soweit alle eingefärbt und will euch noch mal zeigen, wie unterschiedlich die Transparenz von den verschiedenen Farben ist. So, die erste hier, eine Dyna-Farbe von Pebeo. Das Goldwachs, ebenfalls von Pebeo. Dann habe ich hier so Dekosteine mit reingeknetet und von hinten ein bisschen rot angemalt. Das leuchtet noch schön durch. Vor allem hat man noch so einen Glitzereffekt da drin. Für Drachenschuppen oder sowas könnte das ganz cool sein. Glasmalfarbe, ebenfalls von Pebeo.
Die hatte ich eigentlich gelb, aber ich habe noch ein bisschen blauer an den Handschuhen, von daher ist es ein wenig grün geworden. Also immer schön Handschuhe sauber machen. Dann ein For Artist Marker, auch von Pebeo. Macht auch einen sehr schönen Effekt. Und wenn man es nicht ganz durchknetet, hat man auch so ein bisschen Transparenz. Dann von Schminke eine Airbrush-Farbe, transparent. Und einmal die phosphoreszierende Farbe, die allerdings das Material ein bisschen komisch verändert hat, dass es sich wieder sehr zusammenzieht. Dann hier noch die Kiyomi Hautfarbe in Rot. Die zuvor mit dem Black Art zusammengekneteten Steine sehen auch sehr cool aus, wenn man die noch beleuchtet. Bei denen sieht man es nicht so stark, aber bei den flacheren waren so coole schwarze Schlieren mit drin. Dann haben wir noch hier den mit Eye-Dye Poly eingefärbten Stein. Dass man auch Glitzer einkneten kann, das habt ihr ja vielleicht schon im Hauptvideo gesehen. Falls nicht, auch mal hier in die Infobox gucken. Auf die Rückseite von dem blauen Stein werde ich ein bisschen Blattmetall kleben. Dazu gehe ich da kurz mit einem Brenner drüber, damit es aktiviert ist. Dann drücke ich die Folie einfach auf die Rückseite drauf. Das lassen wir mal kurz so liegen. Das, was wir vom Blattmetall nicht brauchen, können wir einfach entfernen. Das reflektiert jetzt natürlich schön. Und wenn wir eine LED reinmachen, wird das Licht natürlich auch noch nach draußen reflektiert. Hier bei den schwarzen sieht man noch mal ganz gut den Effekt, wenn man mit einem Brenner drüber gegangen ist. Die eine Seite glänzt, da war der Brenner, die andere Seite ist matt. Ebenso hier, ist auch von der Form ein bisschen matt. Und hier glänzt, wo der Brenner dran war. Also auf jeden Fall nicht verkehrt, sich mal so einen zuzulegen. Oder halt ein Stromfahrzeug geht auch. So, jetzt werde ich noch mal ein bisschen phosphoreszierendes Pulver, also phosphoreszierende Pigmente mit einkneten. Mit den Pigmenten drin verändert sich das Material auch nicht so komisch wie mit der phosphoreszierenden Farbe. Da wird es so ein bisschen zäh und zieht sich wieder zusammen. Und mit den Pigmenten bleibt es ganz normal. Das war es erstmal zum Thema Einfärben. Mit den ganzen eingefärbten Materialien werde ich jetzt noch was Lustiges basteln. Dazu kommt ein neues Video. Am Ende kommt wieder die Playlist fürs Crystal Art oder andere Materialien und die Universal Warbler Academy. Auch einfach mal draufklicken, gibt es ganz viele Videos zu allen Materialien. See you.